Hallo, ist der noch da? Ja, aber er will mir weder sagen, was er vorhat, noch warum und weshalb. Los, hey, alles klar? Was ist das denn, ein Ich wollte Familienrat? nur schnell horchen, ob du noch irgendwie Hilfe brauchst. Was wird aus den Kindern, wenn du abhaust? Das habe ich geregelt, die sind gut versorgt. Was ist los? Wann bist du schätzungsweise wieder hier? Wenn ich ihn gefunden habe. Du denkst also immer noch, dass sie mit Robert Barr zusammen Nein, ist? ich weiß es. Eden ist bei Robert Barr? Was soll das heißen? Könnt ihr mich mal aufklären? Papa, Cruz und Eden hatten Krach miteinander. Eden hat die Nachricht hinterlassen, dass sie wegfährt. Mehr wissen wir auch nicht. Ich weiß eine Menge mehr. Ganz so harmlos ist es nicht. Wieso? Was hast du rausgefunden? Genug, um sofort aufzubrechen. Ich weiß, wo Robert Barr steckt und dass sie bei ihm ist. Das reicht mir. Was soll der Blödsinn? Was spinnst du da für ein Quatsch? Eden würde nie so einfach weglaufen. Es gibt so einiges, von dem ich dachte, Eden würde es nie tun, Papa. Leider habe ich mich geirrt. Ich rufe euch an. Cruz, warte doch mal einen Moment. Ich hab dich lieb, Junge. Hör auf meinen Rat. Tu nichts, was du nachher für den Rest deines Lebens bereust. Na schön, reden Sie. Ich gebe Ihnen 30 Sekunden. Ihre bescheuerte Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Sie glauben, Sie können mit mir Robert ködern, aber Cruz wird ihn vorher finden. Er denkt nämlich, ich bin auf dem Weg zu Robert. Woher wissen Sie das? Ihr habt uns wegen Robert in der Wolle, kurz bevor Sie mich abholten und zwangen, den idiotischen Schrieb zu verfassen. Darin stand nicht einmal, wo ich hin wollte. Also muss Cruz doch denken, dass ich auf dem Weg zu Robert bin. Wahrscheinlich tobt er vor Wut. Es wäre in unser beiderseitigen Interesse, Robert zu finden, bevor er es tut. Um wen sind Sie besorgt? Um Robert oder Cruz? Keinem von beiden sollte etwas zustoßen. Der Einzige, der bisher was abbekommen hat, bin ich. Ihr zartfühlender Gatte hat mir beinahe den Kiefer gebrochen. Es tut mir leid, aber ich habe zu viel in die Sache investiert. Ich kann Sie nicht einfach laufen lassen und gehe leer aus. Solange Sie hier sind, habe ich einen Trumpf in der Hand. Tut mir leid. Ich muss Sie verlassen. Mickey wartet. Ich werde nicht lange fort sein. Und schön brav sein. Vermissen Sie was? Ich konnte nicht widerstehen. Eine hübsche Frau unter der Dusche ist zu verführerisch. Raus hier, aber ein bisschen zackig. Na, Schätzchen. Mach keinen Aufstand. Komm schon, du brauchst in diesem gottverlassenen Nest doch einen guten Freund. Dein eigener Mann guckt dich nicht an. Der Idiot. Mein Mann interessiert sich vielleicht nicht besonders für mich. Er ist trotzdem sehr eifersüchtig. Wenn er Sie hier findet, kann es sein, dass Sie das nicht überleben. Und jetzt lassen Sie mich los. Komm schon, Schätzchen. Du brauchst einen Mann, der dir mal zeigt, wo es lang geht. Lass sie los! Hey, ich will der Lady nur das geben, was Sie anscheinend nicht mehr können. Nimm sie noch mal. Jetzt breche ich dir das Genick. Wegkommst! Bitte. Keine Ursache. Es war knapp. Whatever you want. You're talking about money, aren't you? You wondered last night why I hadn't killed Tennell. I have a worse fate in mind for him.
He has got to be stopped before he hurts a lot of people. I want him alive while he watches me destroy his so-called master plan. Well, that's very noble of you, Mason. But if I help you destroy Tennelle and I lose you too, then what am I left with? Your beautiful self, plus the proceeds from whatever arrangement we make. You know what you can do with your arrangement. Money's not what I'm talking about, and you know it, so stop playing dumb. You want me to leave my wife and child and move in with you? No, that's not what I'm asking you to do. But I want Palm Springs back. I want the passion and I want the fun. Don't you ever think about that? Of course I do. Well then, you know my price for the files. To be my mistress. No, I want more than that. I want to be your friend and your lover, and you don't have to be with me all the time, but I need to know that I have a very special place in your life. I agree to your terms. There's just one problem. I can't trust you. I'm nuts about you, but I don't have any illusions about you anymore. You'd say anything you could to get what you want. What do I have to do to prove it to you? I'm not sure. But you're not getting the files until you do. Come back tonight after I've dealt with the investors. We can spend the night together. All night. Just want... I want back what we had to, Sasha. I'll go get the files. Thank you for rescuing me from that lech. But I didn't like sitting here all night by myself in this hut. Where have you been? I'm taking care of details. Was one of them Helena? You're starting to sound like a jealous wife, you know that? Oh, well, you just acted like a jealous husband. Would you rather I hadn't? No. But I'm curious. Do you have something going on with her? Look, there's a plane coming in from the States tonight and is going back a few hours later. You could be on it. It's real funny how, the more you want me to go home, the more I want to stay here. Well, I thought you came down here because you wanted to end our partnership. And what if I agreed to really sign those papers? Oh, sure, and then I'd be on a plane instead of a train, and you wouldn't have signed the papers, and it would be a little bit more difficult for me to get off. Besides, I'm becoming very curious as to what's really going on down here. Have you found out anything? No, I haven't. I spent half last night looking for another entrance to the mine. I couldn't find one. Yeah. Pretty dusty up on that mountain, isn't it? Come on, Chance. You were down in the mine, weren't you? Where did you get that? What, the comb? I borrowed it from Eden. Why? That's strange. Whistle usually means that they're closing down the mine. It's way too early for that. Well, then what do you think it does mean? I don't know what it means, but I think I'll go find out. You stay put. You got a lot to learn about your little wife, Chance. She doesn't like to stay put. Ich glaube einfach nicht, dass Eden bei Robert Barr ist. Ich auch nicht.
Die Frage ist, wieso ist sie weggegangen, ohne einem Menschen zu sagen, wohin? Ihr müsste doch klar sein, dass Cruz aus dem Häuschen geraten würde. Hallo? Papa? Eden, bist du das? Ja. Eden! Ich kann die Flatterie. Greg hat den Kerl, der mich angeschossen hat. Weißt du, der hat mich entführt und hält mich in irgendeinem alten Hotel fest. Eden, ich bin's, Rick. Bist du noch in Santa Barbara? Ja, ich denke schon. Ich kann aber nicht genau sagen, wo. Er hatte mir die Augen verbunden, bevor er mich hierher brachte. Das Hotel ist möglicherweise im Hafenviertel. Das Fenster zeigt auf eine kleine Gasse. Hast du gesagt, das Fenster zeigt auf eine kleine Gasse? Wir verstehen dich so schlecht. Oh Gott, die Verbindung ist miserabel. Hunt bringt mich bald von ihr weg. Er hat 3 oder 4 Schlägertypen dabei. Ich kann nicht länger telefonieren. Ich muss Schluss machen. Eden, ich bin es nochmal. Pass auf, ich komme so schnell wie möglich zu dir und befreie dich, okay? Papa bleibt hier bei den Kindern, ja? Ist mit Ihnen alles in Ordnung? Den Kleinen geht es gut, um die macht ja keine Sorgen. Eden. Du musst eure Abfahrt hinauszögern, damit ich genügend Zeit zum Suchen habe. Verstehst du mich, Eden? Ja, ich versuche es. Du hast gesagt, es dauert 12 Stunden. Du hast nichts davon gesagt, dass ich aus der Stadt raus muss. Da bedauere ich dich. Was hatten wir denn Böses vor? Oh, ich bin blau. Ich weiß auch schon, was mit den Mäusen anfange. Also dann bis zum Abend. Ja. Hallo, Helena, meine Sonne. Hallo, Chance. Was machst du denn hier so ganz allein? Wo ist dein kleines Frauchen? Sie packt ihre Sachen und fliegt mit der nächsten Maschine nach Hause. Schrecklich. Sie wird dir bestimmt furchtbar Ich verzehre mich jetzt schon vor Sehnsucht. Die Sirene hat eben geheult. Was bedeutet das? Die Mine ist geschlossen. Endgültig. Für alle Zeiten. Das war eine kurzfristige Entscheidung, aber sie wäre nicht lukrativ gewesen. Sie warf nicht genug ab. Aber wenn die Männer gerade entlassen worden sind, warum feiern sie dann? Weil es Sondergratifikationen gegeben hat. Erfolgsprämien. Ziemlich unlogisch, wenn man die Mine dicht macht, weil sie so wenig abwirft. Sagen wir, ich belohne die Männer dafür, dass sie es trotz allem versucht haben. Du bist immer so neugierig und stellst vorlaute Fragen. Grässlich. Aber fürs Erste wirst du dich wohl mit deinem Arbeitslohn begnügen müssen. Hier, bitte sehr. Es ist nicht besonders viel, weil du nicht lange für mich gearbeitet hast, aber dafür habe ich den Betrag großzügig aufgerundet. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Heute Abend steigt eine Fiesta. Wollen wir nicht zusammen hingehen? Ich brauche noch einen Begleiter. Das heißt, wenn dein kleines Frauchen bis dahin weg ist. Oh, die wird weg sein. Dafür sorge ich. Nur zu deiner Information. Sie steht hinter dem Busch und sieht interessiert hierher. Hinter dem Busch? Ja. Warum geben wir ihr nicht was Richtiges zu sehen, damit es sich für sie lohnt? Wir sehen uns heute Abend. Busch. Hey, habe ich nicht eben gesagt, Sie sollen sich nicht vom Fleck rühren? Das ist Ekel. Ich bin Ihr Partner und nicht Ihr Befehlsempfänger. Sie wissen nicht, wer Ihre Freunde sind. Witzig, sowas Ähnliches hat Aristides auch zu mir gesagt. Die dumme Kuh wollte Ihnen eigentlich meine Hilfe anbieten. Sie waren ja bisher nicht imstande herauszufinden, was in der Mine los ist, die Tölpel. Und Sie machen das mit links. Schon möglich. Sie waren ja sogar zu blöd, um mich zu beschatten. Helena hat sofort gesehen, wo Sie waren. Was ist das? Keine Ahnung. Kelly, Sie gehen in die Kantine und warten auf mich. Und treiben Sie keine Spielchen mit mir. Oh, good, you're here. Where are they? They're out on the deck. I'm placating them with milk and cookies. What is that for? Fortification. Did you get those files that Sasha was going to show you? How's that going? There just isn't enough time. I was hoping to come up with some kind of a plausible explanation for why I halted to work on the ships, but I'm lost in a sea of jargon. Well, you better come up with something. I'm running out of cookies. I was hoping that I could get them to trust me so that they'd open up and discuss this thing. It's our only hope of finding out what the secret is. Now they're likely to string me Here up. they come. Here they come. Just relax. Well, it's about time, Mr. Capwell. We demand to know why you halted the work on the fleet. How do you propose we receive our shipments now? We have made a large investment with Mr. Tonell for this enterprise. But we begin to be very suspicious there's been a hoax and our investments are in danger. Mr. Capwell, we demand an explanation for the situation. Gentlemen, please, take a seat. I understand your concern
And I apologize for the delay. I was necessarily detained gathering the information necessary for me to expound to you on my actions vis-a-vis the modifications of the fleet. But please, bear with me. I promise you that in the matter of transporting a certain material, which for security purposes we refer to as XYZ, all of your questions will be answered. Now, what you see before you is a plan for the 4 ships which are undergoing renovation. The word here, gentlemen, the key operational phrase is structural integrity. Now, imagine my dismay, my sheer distress, when in going over the reports and the data on the ongoing operation, I became more and more aware of certain minute but potentially disastrous violations of that same integrity. I would rather not accuse any person or groups of persons of sabotage, but that is a possibility that has to be considered and, in fact, is being investigated at this time. Could you please clarify the nature of those violations? Certainly. Regarding the construction of the tank compartments, in which the very temperamental material XYZ is to be stored, they are welded to the hull of the ship, which is to say the shell. Now, this is all very simple, and yet, if the stiffening longitudinal members should improperly intersect with their transverse counterparts, then, gentlemen, and only then, are we in real trouble. And alas, indeed, such a defect has become apparent. In addition to that, another fact has come to light, shocking fact, and that being the use of mild steel as opposed to the high tensile required for this kind of an operation. The coefficients of the 2 metals for expansion are so different that the potential for disaster has increased exponentially. What are you doing to correct these flaws? Excellent question. I have engaged a world-class nautical designer who is working right at this moment on new foolproof plans. Therefore, gentlemen, I am able to give you my personal guarantee that this project shall go forward on time, that our precious cargo will remain intact, and we will all reap the rewards which we so richly deserve. Thank you. I think that. You have put our minds at ease, Mr. Capwell. Well, that was my intention. Thank you so much. Certainly, my pleasure. Now, may I offer you a drink as a seal of our new understanding? Oh, that's very kind of you, Mr. Capwell. That was brilliant. I didn't understand a word that you were saying, but it was very good. Did you know that Sasha was going to be here? No, but I suppose that she figures she has a stake in this, too. Julia, you've been so wonderful through all of this. Could I ask you one more favor? I will not walk 5 paces behind you with my head bowed, Mason. I draw the line there. Well, that may come later, but all I need from you right now is to pretend to be sick. They're going to want more details, and I don't have them, so if I could use your health as an excuse, it might buy me some more time. Would you do that for me, please? Sure. Why not? When is this strategic moment? Well, just let me pump them for a while when my ignorance begins to show. Do your thing. What would I ever do without you? Por favor, Senor. Porque, Ich verstehe Sie sehr gut. Gut, gibt es einen Anlass für das große Fest hier? Den besten, den man sich denken kann. Wir sind auf einmal alle reich. Ich gratuliere. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Ich suche einen Amerikaner. Ein Mann müsste vor ungefähr einer Woche hergekommen sein. In El Diablo, Senor, redet man lieber nicht mit einem Fremden über einen anderen Fremden. Bitte entschuldigen Sie mich, Senor. Schon gut. Hallo, Kleiner. Schon mal dieses Gesicht gesehen? Si, Senor. Das ist Chance. Er arbeitet in der Mine. Chance? Weißt du, wo er jetzt ist? Ich weiß nur, dass er in einer von den Hütten da drüben wohnt. Mit seiner Frau. Sie ist blond. Hier, das ist für dich. Danke für die Hilfe. Muchas gracias, Senor. Por nada.
Hier ist euer Lohn. Danke. Und ein Bonus. Aber vergesst nicht, ihr habt euer Wort gegeben. Kein Ton über alles, was ihr gehört oder gesehen habt. Ja, Senorita. Alles klar? Ist deren Sache. Okay, ihr könnt gehen. Hey, Juan. Hier. Gracias. Feiert nicht zu viel, okay? Mal sehen. Komm, wir gehen noch mal ins Labor. Sie dumme Pute, verschwinden Sie hier! Was reden Sie denn mit mir? Ich kann auch ganz anders. Sie werden noch alles zunichte machen, wenn wir hier erwischt werden. Hören Sie auf, mir Vorschriften zu machen. Haben Sie gehört, die sprachen von einem Labor. Wir müssen herausfinden, was damit gemeint ist. Oh Mann. Kommen Sie schon. Streiten können wir uns später. Sobald die letzte Lieferung raus ist, sprengen wir die Mine. Anweisung von Tonell. Wann kommt er? Ich dachte, er wollte hier sein, wenn unsere Fiesta beginnt. Er wird schon kommen, keine Sorge. Wo sind die hin? Woher soll ich das wissen? Sie haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Wir sollten besser verschwinden, bevor sie aus dem Nichts wieder auftauchen. Kelly, da geht's nicht weiter. Hey, was ist das? Das ist eine Schiene, die wurde versteckt. Diese Mine ist wahrscheinlich voller alter Schienen. Das bedeutet nichts. Kommen Sie, sonst verpassen wir nochmal unser Flugzeug. Sind wir endlich soweit? Ja, der Wagen steht unten. Das Lagerhaus in Golita ist eingerichtet. Großartig, wurde ja auch Zeit. Wir können gehen. Warten Sie. Ich sag Ihnen, was Sie wissen wollen. Da sind Sie schief gewickelt, Kleine. Ich halte Sie nicht wegen irgendwelcher Informationen fest. Sie sind hier, damit Robert wiederkommt, kapiert? Ja, aber ich weiß, wo er ist. Und ich denke, auch Cruz weiß, wo er ist. Und die beiden bringen sich sonst gegenseitig um. Das können wir doch nicht zulassen. Sie können wohl nicht von ihm lassen. Eine Minute. Na los, reden Sie. Er war in San Sebastian. Das ist verrückt. Er würde nie dahin zurückgehen. Vicky, geh uns sie nach. Beeil dich! Keine Bewegung, wagen Sie es ja nicht, Hand. Und jetzt die Hände nach oben, die Knarre auf den Fußboden oder ich drücke ab. Los, runter damit! Gut so, schön langsam. Runter. Entweder es ist der eine Castillo oder der andere. So, los, zurück. Rein da, kapiert? So einfach kommen Sie nicht davon. Ach ja? Ich habe draußen ein paar Männer zu stehen. Ich werde Sie reinschicken. Wenn Sie Glück haben, finden wir Sie. Danke, Rick. Ist mein Vergnügen. Komm schon. Wo ist Cruz? Das werde ich dir später erzählen. Lass uns erst verschwinden, ja? And our engineers are working round the clock on the installation problem. I am happy to hear that, especially since our car is so extremely temperature sensitive. My sentiments exactly. I seem to recall an incident of a tanker carrying a similar substance that exploded on the high seas. What was the substance they were carrying? Well, I'm sure it'll come back to me in a moment. Mr. Capwell, I was very impressed with your speech, and I'm sure that Mr. Tennell will be, too. Will you excuse me? What are you doing here, Sasha? I didn't want to miss the show, since I'm the one who provided the script. You know I'm very grateful. I can't wait to see how grateful. Back at my place. Oh, I can't either. I just have to get rid of these people and make my excuses to Julia. I'm going to make you very happy, Mason. As happy as you're making me. I promise. Oh, Mrs. Capwell! Mrs. Capwell! Are you all right? Are you all right, Mrs. Capwell? What's going on? Yes, No. Gentlemen, perhaps we should adjourn the meeting. Absolutely. I'll be in contact with you. To my wife. I don't understand. It's fine. It's fine. Thank you. Is there anything I can do? No, it's fine. I'll just put her to bed and call the doctor. Thank you, Sasha. I hope you feel better soon, Julia. Thank you. Thanks.
were beautiful, darling. I'm any more adept at lying than you and your family. Well, it's all for a good cause. Well, I'd like to tell the truth for a good cause. I liked myself better when I was honest. Yes, well, I'll make an honest woman of you again as soon as I can. Yeah, well, you better hurry, because Tennell's going to be out of the psycho ward in 36 hours. Plenty of time. For what? Oh, Eden, um Gottes Willen. Was machen Sie denn hier? Hier gibt's nichts zu klauen. Ich suche einen Mann namens Chance. Wie Sie vielleicht sehen können, ist er nicht hier. Wissen Sie, wo er ist? Das kommt darauf an. Worauf? Wer Sie sind und was Sie mit ihm vorhaben. Ich arbeite für Tonnell. Für Tonnell? Was hat Tonnell mit Chance zu tun? Warum erzählen Sie mir nicht, wer Sie sind? Ich arbeite auch für Tonnell. Ist er mit Ihnen etwa hier? Ha? Nein, ich bin allein hier. Wer sind Sie? Craig Hunt ist mein Name. Und wer sind Sie? Helena, wir haben bereits miteinander telefoniert. Ja, richtig. Ich kannte Ihre Stimme irgendwoher. Mich würde interessieren, was Tonnell mit diesem Chance zu tun hat. Da müssen Sie einen von den beiden fragen. Ich habe jedenfalls mit Chance rein privat zu tun. Privat? Das bedeutet, es geht um eine Frau, hm? Kennen Sie seine Frau? Ihretwegen bin ich hier. Nehmen Sie es doch nicht so ernst. Nach allem, was ich weiß, bin ich mir sicher, er wäre überglücklich, Ihnen die kleine Blonde überlassen zu können. Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, was Sie von ihr wollen. Sie sehen wie ein Mann aus, der wohl mehr auf rassige Frauen steht. Ah, draußen ist eine Fiesta. Da ist gleich richtig was los. Sagen Sie, wieso gehen wir beide nicht dorthin? Chance und seine Frau sind vermutlich schon da. Worauf warten wir noch? Gehen wir. Ich glaube nicht, dass diese Schienen zufällig so versteckt sind. Sie wurden getarnt. Vielleicht führen sie irgendwo hin, womöglich in das Labor. Winken Sie. Tun Sie mit Ihrem Mund zur Abwechslung mal was anderes. Nur weil ich mein Flugzeug verpasst habe, sind sie immer noch böse. Das war nicht mein Fehler, dass der Kerl seine Schlüssel verloren hatte. Eigenartig, dass Sie unter dem Sitz lagen, obwohl wir dort schon nach Ihnen gesucht hatten. Jetzt können wir das auch nicht mehr ändern. Wieso wollen Sie nicht mit mir über diese Schienen reden? Eines will ich jetzt mal klarstellen. Wir sind hier kein Team, ich arbeite alleine. Und wenn Sie nicht aufgetaucht wären und sich mir aufgedrängt hätten, hätte ich das Labor schon längst gefunden. Ach ja, alles, was Sie gefunden haben, war eine Sackgasse. Vermutlich sind sie in der Kantina. Da hinten. As long as I'm staying here, I might as well have something to do with myself. You do. Your job is to play the bimbo wife from the States who can't stand being in a smelly little Latin American country. You ought to be able to do that easily enough and leave the rest to me. You are so arrogant. Impossible. I know. You want a divorce, right? No, I want something to eat, and I think I'll get it alone, thank you. Want a gun? Those two. I thought your little wife would be long gone by now. Well, we missed the flight, unfortunately, but I guess we'll have to catch the next one. Which won't be for another week. Oh, what a shame. Oh, I almost forgot.
There is a man looking for you. He says he works with Donnell. What's his name? Craig Hunt. It's a coincidence, no, that someone who works with Donnell would know you. Where is he now? He's in the cantina getting me a drink. So, you're going to answer my question or not? Listen, I will answer all your questions, but I need you to do me a favor first. I want you to stall for me. Can you do that? Maybe, maybe not. I wouldn't ask you if it wasn't important. I'll fill you in on everything when I come back in just a few minutes, all right? All right, you had a lucky guess. Grandpa's gonna do it again. Go. Yes, sir. How did you know? You know how to do magic. Chip, look here. Hi, sweetie. How are you? Fine. You're fine. Good. Fine. How are you doing? I'm good, thanks to Rick. All right. What did Mr. Hunt want with you? Papa, listen, we don't have a lot of time right now. He and his goons are going to probably come looking for us here. All right, let him come. I'll call the police. No. No! Drag us in for questioning. What she wants you to do, Papa, is just take him up to Uncle Julio's house, okay? Just keep him there for protection for a while. Yeah, could you please do that, Of course please? I'll do that, but where are you going to be? Look, I just have something to do, okay? Do you know where Cruz is? No. He wouldn't listen to us. He wouldn't listen to reason. He wouldn't wait. Yeah, well, the timing was the worst on this, Eden. We have got to move now. All right, I'll go and get Adriana. Chip, come on, son, let's go. All right, I'll be right up, okay? You bags, all right. I'll come Adios, up with Mommy. you. So you have no idea where he is? No, if I did, I'd be on my way down there, Eden. The only thing I do know is he said that he knew where Robert was and that you were with him. Kelly! Ich könnte sie erwürgen. Wirklich sehr nett. Ich bin nur hier, um mir diese Schienen anzusehen, nach denen wir gesucht haben. Los, verschwinden wir. Kommen Sie. Wir müssen rausfinden, wo Sie hinführen, bevor uns jemand findet. Worauf warten Sie? Schon gut, schon gut. Die Schienen führen nirgendwo hin. Wir vergeuden nur unsere Zeit. Ich verstehe das Ganze einfach nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd für sowas. Sie sind vermutlich von einem alten Schacht, der eingestürzt ist. Hey, sehen Sie sich das an. Nicht anfassen. Das ist Dynamit. Was wollen die hier denn sprengen? Vermutlich die Mine. Ich muss das finden, wonach alle suchen, bevor es zu spät ist. Dummerweise ist Hunt hier aufgetaucht und er wird die schöne Helena dazu bringen, meine Tarnung auffliegen zu lassen. Kelly? With all everything going on, we can still shut out the whole world. This is what makes the rest of it bearable. This. And that, as long as I don't have to be the one to go check on her. Oh, I gotta go see how she's doing. I'll be back. If you leave a message, I'll get back to you very soon. I promise. Thanks. Sasha, it's me. I won't
be able to come over tonight. I'm sorry, dear, but Julia's still sick, and the doctor says that she shouldn't be left alone. So, once again, I'm very sorry, and I'll call you tomorrow. What excuse will you have then? How did you get in here? I left the door unlocked when I went out before. It was really careless of you not to lock it, though. I mean, you never know who's just gonna waltz right in. Sasha, about tonight. You know, you've had a good day, haven't you, Mason? And you've been lucky. With the investors. And with me. You fooled all of us, didn't you? It must come from being a lawyer, I guess, throwing all that jargon around the courtroom. Well, your luck just ran. Sasha, you saw how Julia fainted before? Oh, yes. What was wrong with her anyway? Oh, it's an allergic reaction. Poor thing, it really knocked the wind out of her sails. If you tell me one more lie, I'll throw this at you. I swear it. Sasha, control yourself. I am controlling myself. Because what I really want to do is tear your eyes out. Or that ridiculous heart that you were wearing on your sleeve earlier. Julia is right around the corner. I know. I was watching the both of you from the window. Liar. You never had any intention of getting back together again with me. You wanted those files, and you'd have said anything you had to get them. I asked you to give them to me for the sake of humanity, and you refused. Well, you should have convinced me. You don't take me seriously enough to do that, do you? When you look at me, all you see is someone you can use, and I keep letting you do that. How humiliating. Even Anthony respects me more than you do. For the record, trading those files for my affection was your idea, not mine. I was only following your lead. Well, then you should have kept your end of the bargain, Mason. Because now, I don't have anything to lose. What? Julia! What the hell are you... I think it's time your wife finds out about Palm Springs. Hey, guys. Car's all packed, and I set the baby seats up. Okay, we're on our way. I'll take care of the kids, and you take care of yourself. I will. You go. It's Grandpa. There you go. Adios. Okay. Adios. So, where do I look for him first? I wish I knew, Eden. I really do. Well, what did he say to you before he left? He said that he had some positive proof that you'd gone over after Robert Barr. You were very right about him, Eden. There was definitely something different in him. I mean, I have never seen this rage. If I would have been thinking, I would have hidden this gun. Even though he probably would have found another one. Don't look, Eden. Hey, it's gone. All right, don't worry. But don't worry. He's going to go down there. He's going to see you're not with Robert Barr. He's going to come back. Yeah, right. Well, I just hope nobody gets killed first. You like the band? No, thank you. I'm busy. Some other time. Hey, you seen Chance or his wife? Si, senor. A little while ago, over there by the mine entrance. Thanks again. Kelly! Kelly, sind Sie da drin? Ich habe laut gerufen, hat man das draußen nicht gehört? Die Tür ging zu und ich konnte sie nicht öffnen. Hier drin ist es total finster. Beruhigen Sie sich, alles halb so wild. Nicht aufregen. Wir finden das Licht. Na bitte. Das Labor. Fassen Sie nichts an. Fassen Sie bitte nichts an. Wow. Oh mein Gott. Sehen Sie sich das an. Ich habe noch nie so viel Gold gesehen. Ich auch nicht. Ist das etwa das Geheimnis? Eine weitere Goldmine? Ich weiß es nicht. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California Clan, hier bei RTL.